Hi Leute, in diesem Video soll es mal wieder um was völlig anderes gehen, und zwar um meinen PC. Es ist so, ich habe vor kurzem mir diesen tollen, super breiten Monitor gekauft. Macht auch unheimlich Spaß, darauf zu arbeiten. Das Problem ist halt, dass der Laptop, den ich hier stehen habe, schon ziemlich alt ist und außerdem auch nicht die Frequenz unterstützt, die ich jetzt hier bräuchte, um damit vernünftig zu arbeiten. Also ich habe mir den Monitor in erster Linie gekauft, damit ich besser konstruieren kann. Die ganzen 3D-Drucksachen und teilweise auch aus dem Holzbereich. Aber wie gesagt, er ist von der Größe her top, aber er läuft nur mit 30 Hertz und das ist einfach anstrengend. Deswegen habe ich mir ein paar PC-Komponenten bestellt, also Gehäuse, Mainboard, CPU und so weiter. Eine Grafikkarte hatte ich sogar noch rumliegen und versucht so unter 500 € mir einen PC zusammenzubauen, der vernünftig mit SketchUp und auch mit FreeCAD und so weiter läuft und mit dem man auch normale Office-Arbeiten machen kann und der vor allem auch wenigstens 60 Hertz hier rausbringt auf dem Monitor. Und das Ganze werden wir jetzt einfach mal auspacken und zusammenbauen. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir an. Das hier ist das Gehäuse. Das AirHawk von Aerocool. Das ist ein MIDI-Tower-Gehäuse. Und ja, wie gesagt, Augenmerk auf so günstig wie möglich. Und trotz des recht geringen Preises ist es ja nicht hässlich, finde ich. Also macht sogar was her. Wobei ich natürlich von vornherein gleich sagen muss, da es sich um den Büro-PC von mir handelt, kann ich gut und gerne auf RGB-Beleuchtung und so weiter verzichten. Also das ist jetzt nicht das vorrangige Ziel gewesen bei diesem PC. Ist sogar richtiges Glas. Stellen wir gleich mal beiseite. Hier haben wir die Anleitung. Das ist der Originallüfter vom Gehäuse. Ein 120er. So, mal ein bisschen mehr Licht gemacht. Dann haben wir hier das Zubehör. Das ist an der Rückseite befestigt, also machen wir die zweite Seitenwand auch noch ab. Ja, das ist das ganze Zubehör. Schrauben, Blindabdeckung und so weiter. Hier haben wir die Kabel vom Gehäuse zum Anschluss am Mainboard, also USB-Anschluss für vorne, Audio-Anschluss für vorne, Reset-Schalter, Power-Knopf, die ganzen LEDs für Festplatte und so weiter. Das fädeln wir jetzt erstmal da durch, an der Stelle, wo es am meisten Sinn macht. So, zuerst machen wir das Netzteil, das kommt da rein. Das ist ein Netzteil von EVGA, 500 Watt Leistung, Zertifizierung 80 plus. Ja, auch ganz einfache Geschichte. Theoretisch hätte es auch ein kleineres Netzteil sein können, aber die wären jetzt auch nicht günstiger gewesen, von daher war es egal. Aufgrund des Preises ist es natürlich kein modulares Netzteil, sondern die Anschlüsse sind fest verbaut. In dem Fall ist unten
ein kleines Gitter bzw. ein Staubfilter dazu. Der ist da einfach eingeklemmt und soll verhindern, dass das Netzteil ja, groben Schmutz ins Gehäuse saugt. So, und jetzt können wir uns im Prinzip raussuchen, was wir an Kabeln brauchen. Da sind übrigens solche 3,5 Zoll Festplattenschächte. Brauche ich aber nicht. Da wir nur eine SSD einbauen werden, also eine M2 Onboard. Das ist der Grafikkartenanschluss, also der GPU-Anschluss. Den brauchen wir aber in dem Fall auch nicht, weil die RX 560 Radeon, die ich noch da hatte, hat keine separate Spannungsversorgung. Das ist der CPU-Anschluss. Das ist der Hauptanschlussstecker. Und das sind die ganzen Serial ATA-Anschlüsse, beziehungsweise Lüfterversorgung, Festplattenversorgung und so weiter. Brauchen wir alles nicht. Knockeln wir jetzt zusammen und packen das beiseite. So, da haben wir das Mainboard. Das ist von Gigabyte. Das B450M S2H. Das ist die Anschlussblende für den hinteren Bereich. Das ist ein Serial ATA Kabel für eine Festplatte. Brauchen wir auch nicht. Und mehr haben wir da auch nicht drin. Jetzt, wo wir wissen, welche Kabel wir alle brauchen, fädeln wir die auch noch durch. Das Hauptkabel brauchen wir da hinten. Und die restlichen Kabel packen wir da in den Hohlraum rein und das kann da bleiben, wie es ist. So, jetzt noch das CPU-Kabel. Gehen wir da lang. So, die Seiten waren wieder drauf. Hier hinten müssen wir nicht nochmal ran. Schrauben wieder rein. Und als nächstes packen wir jetzt erstmal noch den Prozessor und den zugehörigen Kühler aus. Da habe ich mich für einen AMD Ryzen 2600X entschieden. Das ist ein 6-Kerner. Inklusive Kühler. So, vorsichtig handhaben. Die Marmelade-Paste ist dort schon aufgetragen. Also nicht dran fassen. So, jetzt nehmen wir das Mainboard. Da entfernen wir als allererstes die Bügel, welche die Backplate halten. So, dann packen wir den eigentlichen Prozessor noch aus. Vorsichtig. Der hat
hat da so eine kleine Markierung an der Ecke. Und die ist auch auf dem Mainboard, auf dem Sockel. Bügel hoch. Prozessor vorsichtig einfädeln. Ohne Gewalt, das sollte ganz leicht gehen. Rutscht von alleine rein. Bisschen andrücken und Bügel wieder runter. Fertig. Ach, jetzt habe ich es doch hochgehoben. Egal, so kann ich es euch besser zeigen. Hier seht ihr den Prozessor. Fädeln wir das Ganze wieder ein. Dann nehmen wir den Kühler. Der passt im Prinzip nur in 2 Positionen dort drauf. Einmal so, einmal so. Und ich packe ihn jetzt so drauf, dass es vom Kabel her besser läuft. So, dann wird er möglichst passgenau draufgesetzt, also dass die Schrauben auch über den Bohrungen sitzen. Das sind so kleine Federn, die die Schrauben nach oben drücken. Und jetzt sollte man vermeiden, den Kühler noch hin und her zu schieben. Ist ein bisschen fummelig, aber bekommt man hin. Ja, und das war's auch schon. CPU und Kühler installiert. Fertig. Jetzt stecken wir noch den Lüfter ans Mainboard. Passt auch nur in eine Richtung rein. Fertig. So, dann nehmen wir es erstmal kurz beiseite. Und jetzt kommt es da ins Gehäuse. Als erstes aber machen wir die Blende dran. So, die wird da hinten einfach rein gesteckt. Die kleinen Nasen nach innen zeigend. Und die rastet dann auch so ein bisschen ein. Klack, klack. Fertig. So. Und als nächstes gucken wir mal, diese Abstandshalter, die sind jetzt hier nicht an der richtigen Position, weil das ist natürlich ein Micro-ATX-Board und das Gehäuse geht bis ATX, von daher müssen wir erstmal zumindest die beiden äußeren umpositionieren. So, jetzt fädeln wir das Mainboard dort hinten in die Abdeckung genau rein. Drücken das ein bisschen nach hinten. Das federt. Und dann ziehen wir erstmal eine Schraube ein bisschen an. Und das machen wir dann Schräubchen für Schräubchen. So, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr das mal kurz im Detail sehen. Also da sind sie verschraubt, die beiden. Da sind die beiden Schrauben. Da ist eine. Und da. Als nächstes installieren wir jetzt die Festplatte.
NVMe M2 Serial ATA von Samsung, auch eine recht günstige Variante, also nicht die Pro, sondern die Evo mit 500 GB. Ja, die kommt dann in den vorgesehenen Steckplatz. Wird dort so leicht schräg reingedrückt. Vorher sollte man noch die Befestigungsschraube lösen. Ja, und das war's. Fertig. Zeitaufwand 1 Minute, Installation 500 GB Festplatte. Als nächstes installieren wir noch den Arbeitsspeicher, den RAM, das sind 16 GB von G-Skill. Auch in dem Fall nicht der allerschnellste, sondern mehr oder weniger Standard 3000er. Keine RGB-Beleuchtung oder ähnlicher Schnickschnack. Wie gesagt, nicht das Ziel dieser Aufgabe. So, zuerst die Haltebügel rechts und links wegklicken und dann den RAM rein. Der geht auch nur in eine Richtung rein, denn diese Kerbe, die dort drin ist eben nicht genau in der Mitte, sondern etwas versetzt. Ja, und dann runterdrücken, bis es Klack macht. Dann gehen die Bügel von alleine wieder ran. Hier das gleiche für den zweiten Riegel. Klack, klack, fertig. Auch hier wieder Zeitaufwand eine halbe Minute für 16 GB RAM. So, ich habe dann zwischenzeitlich noch den Gehäuselüfter getauscht gegen einen, den ich noch da hatte. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der Originalgehäuselüfter wirklich leise ist, und von dem, den ich noch rumliegen hatte, weiß ich, dass er leise ist. So, als nächstes installieren wir dann mal noch die Kabel. So, als erstes die Stromversorgung für die CPU. Das ist dieser 8-polige Stecker, den legen wir da unten ein bisschen lang, dass er auch nicht im Luftstrom sitzt. Geht auch nur in eine Richtung rein. Tja, jetzt der Mainboard Hauptstecker. Auch der geht nur in eine Richtung rein. Und schön andrücken. Ja, jetzt kommt die Aufgabe, die ein bisschen fummeliger ist. Das sind eben diese 4 Anschlüsse für Schalter, also Power-Schalter, Reset-Knopf, Festplatten, LED und Power-LED. Bei den Taster und dem Schalter ist es egal, ob man es verkehrt rum ansteckt. Die LEDs funktionieren allerdings nicht, wenn sie nicht richtig rum dran sind. Jetzt kommt noch der Audi-Anschluss. Auch der geht nur in eine Richtung rein, da ein Pin nicht belegt ist, beziehungsweise nicht vorhanden ist. So. Und als letztes noch den USB 3.0 Frontanschluss. Und auch der nur reingesteckt
Richtig rum. Fertig. So, als letztes kommt die Grafikkarte rein. Dafür müssen wir vorher die beiden Slotblenden rausbiegen. So, dann vorsichtig reinstecken und den kleinen Haken unten nach oben. Dann kommt hinten in dem speziellen Fall dieser Winkel drauf. Und dann wird das Ganze mit einer Schraube fixiert und dann kann es nicht mehr weg. Ja, und das war's dann im Prinzip schon. Ich zeige euch das jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Ja, wie gesagt, hier ist der Hauptanschluss vom Mainboard. Der Speicher. Anschlüsse für USB, Front und auch diese vorhin erwähnten LEDs und Taster und Schalter. Audioanschluss. Da haben wir den CPU-Spannungsanschluss, den Gehäuselüfter, Festplatte. So, jetzt stellen wir den mal nochmal aufrecht hin. Diese Lüftungsgitter bzw. Filter, das ist ganz interessant gemacht. Also die sind magnetisch befestigt. Die macht man einfach ab, macht sie sauber und dann werden sie wieder darauf geklackt. Fertig. Ja. Ich mache jetzt noch das Seitenfenster bzw. Seitenverkleidung wieder dran und dann sehen wir uns gleich wieder. Mal gucken. Dreht sich alles. Kriegen wir jetzt hier. Ah, okay. Das sieht schon mal gut aus. Tastatur geht auch. Gehen wir mal ins BIOS. Aha. Und jetzt fangen wir im Prinzip an, das ganze BIOS zu konfigurieren, aber ich denke mal, das ist langweilig für euch. Ich hole euch wieder dazu, wenn ich dann beim Windows bin. Ja, ihr seht, hier ist ein Schnitt. Nächster Tag. Hat dann noch ein bisschen länger gedauert, den PC einzurichten, aber er läuft jetzt soweit und ich bin ganz zufrieden damit. BIOS habe ich nichts weiter eingestellt. Habe nur Windows 10 installiert und die gebräuchlichsten Programme, die ich brauche. Also sprich, SketchUp habe ich drauf und ja, da haben wir es. Funktioniert. Dann habe ich mir noch FreeCAD drauf gemacht. Genau. Seht ihr hier. Und ja, ansonsten die üblichen Programme, die man so braucht. Und dann habe ich noch einfach mal zur Information PC-Mark als Demo gerade drauf und das lasse ich jetzt einfach mal durchlaufen, zeige euch kurz die Ergebnisse und dann war es das im Prinzip auch. Es geht ja hier nicht darum, jetzt irgendwie einen Benchmark-PC zu bauen, sondern wirklich, dass das mein zukünftiger Arbeits-PC ist für Konstruktion, Planung und so weiter. So, hier haben wir nochmal das Ergebnis von diesem PC Mark 10, 5257 Punkte. Das ist jetzt im Vergleich, wenn man hier schaut, ganz gut.
Also passt schon zwischen Office, Laptop und Gaming-PC. Ich denke für meine Ansprüche ausreichend. Ja, ich mir vorstellen kann, dass den einen oder anderen doch noch interessiert, lasse ich den 3D-Mark, den aktuellen als Demo auch nochmal durchlaufen. Ergebnis seht ihr gleich. Ja, hier seht ihr das Ergebnis von 3D-Mark Times bei 1919 Punkte. Für einen Gaming-PC wäre das sicherlich eine Katastrophe, aber für meine Ansprüche, sprich Office und CAT-Aufgaben, sollte das eigentlich reichen. Wir werden das dann sehen. Ja, das war das kurze Video von meinem neuen PC. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, vielleicht ein paar Anregungen gebracht. Und ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst, falls ihr noch nicht ohnehin schon Abonnenten seid. Ja, und ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.